Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit den Matrixern, mit Jonathan und der Shiva. Ja, ihr habt uns gefragt, woher wissen wir das alles, was wir euch in den Videos erzählen, wie sind wir zu unseren Erfahrungen gekommen und ja, das ist das Thema, worum es sich in diesem Video heute drehen wird. Ja, also oft werden wir ja gefragt in E-Mails oder auch in Kommentaren, ja, woher wisst ihr das denn alles? Woher wollt ihr so sicher sein, dass das alles so stimmt und sowas, ne? Sowas wird man oft gefragt. Zu dem Thema, woher wollt ihr wissen, ob das stimmt? Und wo ihr das alle wisst, haben wir uns gedacht, machen wir jetzt das Video und erklären euch, wie wir mit Wissen umgehen, wie wir zu Wissen kommen und welche Art von Wissen wir akzeptieren und welche Art von Wissen wir eher, ja, erstmal als Theorie im Raum stehen lassen. Ne? Genau. Also Wissen, was wir akzeptieren, ist einfach. Alles nur, was ich selbst gesehen habe. Na gut. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, genau. Dass wir sehr stark dazu neigen, nur das zu glauben, was wir selbst erlebt haben. Nicht, was uns eben jemand erzählt, Ja. was er gesehen hätte oder vielleicht sogar auch nur gelesen oder gehört hat. Das glauben wir einfach kategorisch erstmal gar nicht. Wir nehmen die Information, schauen, ob wir vielleicht dasselbe sehen, aber solange wir es nicht gesehen haben, glauben wir es auch nicht. Denn, wie ihr ja wisst, in dieser Welt sind so viele Informationen und vor allem Fehl- und falsche Informationen, dass wir uns da rausgenommen haben jetzt. Eben. Und in der Politik gibt es so viel Propaganda und noch mehr Propaganda gibt es, glaube ich, im spirituellen Sektor. Ja. Also was es da für Propaganda gibt, viele reden eben so, wie es ihnen gerade in den Kram passt, oder sie reden so, um eine große Zuschauerzahl zu erreichen, oder sie reden so über Spiritualität, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ganz unterschiedlich, wie jeder alles so darstellt. Und in meinem Buch Spirituelle Dissoziation habe ich ja auch mal beschrieben, Dissoziation versus Relativismus. Mhm. Denn die Philosophie des Relativismus besagt ja, jeder hat Recht mit dem, was er erzählt, und für die einen ist es Ashtar, der Flottenkommandant, und für wen anders ist es dann Gott, und für wen anders wieder Die Arcturianer. Die Arcturianer, genau. Und naja, bevor wir da jetzt hineingehen in das Thema, wir erzählen euch jetzt, wie wir zu unserem Wissen kommen. Also das erste ist natürlich Die Dissoziation. Damit Richtig. haben wir ja beide vor vielen, vielen Jahren angefangen, das trainiert. Es kam zu uns und damit haben wir eigentlich die besten Erfolge. eine spirituelle Dissoziation ist also eigentlich sehr ähnlich der Dissoziation, wie man sie kennt. Nur, dass man dann kein Opfer dieser Dissoziation oder dissoziativen Momente ist, sondern sie absichtlich und kontrolliert anwendet und dadurch eben zu Erkenntnissen kommt. Zum Beispiel zu Astralreisen, luziden Träumen, hellseherische Augenblicke, die auftauchen können, Erkenntnisse. Genau. Ne? Und das Spannende dabei ist ja, dass jeder das Gleiche sieht. Ja, Egal wer die Dissoziation praktiziert, jeder nimmt das Gleiche wahr. Ohne dass man sich vorher abgesprochen hat, sich überhaupt kannte. Das ist spannend, oder? das ist der Punkt. Eben. In der Psychologie ist ja das, was man während der Dissoziation wahrnimmt, eine Halluzination. Dann halluzinieren aber alle gleich. Ja, das ist schon sehr komisch, denn jeder, der die Dissoziation anwendet, kommt zu denselben Ergebnissen und zu denselben Erkenntnissen und zu denselben Wahrnehmungseindrücken. Und das ist dann für mich eine seltsame Halluzination. Ja. Ja. So, eine Halluzination wird ja so definiert, dass man etwas wahrnimmt, was alle anderen nicht wahrnehmen. Und das über tausende Kilometer weg, zum Beispiel. Ja, richtig. Ja. Und die Dissoziation ist daher für uns natürlich die Mastertechnik. Ja. Weil damit ist eigentlich alles möglich, wenn man weiß, wie sie funktioniert, wie man sie anwendet, wie man sie erreicht. Und
Dissoziation ist auf jeden Fall unsere primäre Wissensquelle. Das, was wir in der Dissoziation wahrnehmen, ist für uns, ja, Realität. Nehmen wir für bare Münze. Die wahre Realität ist das so. Ja, mein zweites Lieblingssteckenpferd sind hypnagoge Zustände. Die habe ich besonders gern. Die habe ich auch sehr lange und viel trainiert. Ich habe sie auch mal wieder 1, 2 Jahre vernachlässigt, aber bin wieder dran. Jedenfalls mit hypnagogen Zuständen kannst du dich an andere Orte begeben, die erkunden. Mit deinem Bewusstsein gehst du dahin und schaust dir alles in Ruhe an. Du kannst auch programmieren, wo du hin möchtest. Wenn du sagst, ich möchte irgendwo nach China, dann war jedenfalls bei mir so, dann bin ich nach China gekommen und konnte mich da umschauen. Oder ich habe Fragen gestellt, sowas wie, ja, was kann man jetzt hier so sagen? Jede Menge Fragen jedenfalls. Und kriege dadurch immer eine Antwort von außen, also die kommt nicht von innen, die Stimme, sondern wirklich, als wäre jemand hier neben mir, der da steht und mir die Antwort eben durchgibt. Du kriegst in hypnagogen Zuständen auch Unterstützung. Zum Beispiel, wenn man luzides Träumen übt, wie bei mir, fragt mich dann irgendwann jemand, und träumst du schon? Naja, das ist gut. Das ist echt gut, weil man sich ja den ganzen Tag fragt, bei den Reality-Checks, träume ich? Wenn du dann Hypnagog gehst und dann fragt dich jemand, na, und träumst du schon? Ist das ganz cool. Ja, also Hypnagoge-Zustände kann man wirklich sehr, sehr viel lernen, sehr viele Fragen stellen. Ich mache das einfach so, indem ich mir eine Frage aussuche und die immer wieder wiederhole, solange bis ich eben in den Zustand komme. Und sobald ich dann eben in diesem Bereich bin, kommen dann die Antworten von oben. Und damit kann man wirklich viel erfahren, wenn man das möchte. Ja. Ich nutze das wirklich ganz gern. Ja, also Shiva hat immer viele hypnagoge Zustände, ist häufig in dem Zustand drin und bekommt auch immer die interessantesten Infos rein. Also, aber ich habe es auch wirklich viel trainiert. Ja, also es ist jetzt nicht, auch dass sehr viel trainiert, ja. Ja, dann nutzen wir auch noch Astralreisen. Ne? Astralreisen heißt also, man löst sich von seinem Körper und begibt sich dann in andere Realitätsebenen oder in andere Realitätsdimensionen und kann da natürlich in Kontakt mit anderen treten, die den Eindruck machen, als wären die schon spirituell viel weiterentwickelt als irgendein Mensch auf der Erde. Und da kann man natürlich auch Informationen holen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ja, ich erinnere manche an diese ganzen Channeling-Kontakte, die es gibt. Da wird ja auch behauptet, dass sie mit höheren Wesen in Kontakt stehen und die sagen alles genau, wie es ist und so. Da halte ich ja persönlich nicht so viel davon. Du auch nicht so, ne? Ja, da sind wir uns einig. Jedenfalls. Ja, genau. Und ist für mich schon ein Unterschied, ob ich jetzt da sitze und jemanden channel, von dem ich nicht hundertprozentig weiß, wer da eigentlich am anderen Ende der Leitung zugegen ist, oder ob ich mit meinem Astralkörper durch die Gegend fliege und dann plötzlich vor der Person stehe oder vor der Persönlichkeit und dort das fühlen kann. Wie ist die Persönlichkeit drauf? Was hat die für eine Kennung? Wie hoch entwickelt ist die vielleicht? Und da kann man schon mal mehr abschätzen, die Informationen, die sie gibt. Ja, also Astralreisen, und natürlich kann man auch mit dem Astralreisen viele Sachen so erleben. Und selbst sehen, wie es sich verhält. Wenn man versucht, mit dem Astralkörper irgendwie die Erde zu verlassen und du knallst dann da gegen so einen Elektrozaun. Ja? Eben, also da kann dann weißt du, aha, da ist ein Elektrozaun. Richtig. Und da kommt man so astral nicht durch, da kommt man nur mit Tricks durch. Ja. Genau. Also das mal als Beispiel. Du schön Beispiel. zurückgeschleudert, das ist schon lustig. Ja, Tut ja nicht weh. ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also für uns ist das halt so die primäre Informationsquelle, Dissoziation, hypnagoge Zustände und natürlich Astralreisen. Aber auch die Träume. Auch die Träume natürlich. Da gibt es schon oft auch die Ja. spannendsten Informationen. Richtig, Träume, weil in Träume können zum Beispiel Erinnerungen versteckt sein. Erinnerungen aus anderen Leben oder Erinnerungen aus den Zeiten vor der Matrix, ne, zum Beispiel. Oder eben Informationen über die Matrix. Richtig, auch schon ja. oft gehabt. Also sehr interessant. Ja, und das sind eben unsere primären Informationsquellen,
weil was wir in irgendwelchen Nachrichten lesen oder Büchern lesen oder andere Videokanäle so sehen und was da so gesagt und behauptet wird, manche treffen den Nagel auf den Kopf, andere wiederum würden wir sagen, die sind noch weit weg vom richtigen Thema. Und auch alles, was man so irgendwo lesen kann und dergleichen, sind für uns erstmal eine Glaubensfrage. Richtig. Man kann es glauben oder auch nicht. Aber uns ist es eben wichtig, es selbst zu sehen, damit es nicht mehr nur Glaube ist, sondern Wissen. Und das ist so für mich der Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Glauben tue ich die Dinge, die ich selbst noch nicht erlebt habe. Richtig. Von denen ich aber ausgehe, dass es stimmt. Aber Wissen ist für mich, inneres Wissen ist für mich, ich habe es erlebt und weiß, dass es so ist. Richtig. Das ist so unsere Antwort darauf, was wir alle für Informationsquellen besitzen, auf welche Informationsquellen wir hören und auf welche erstmal nicht so. Ja. Also wir sind auch weitestgehend dazu übergegangen, gar keine Videos mehr zu schauen oder Bücher zu lesen. Eigentlich so gut wie gar nicht. Also es werden uns oft Videos zugeschickt oder Links. Wir schauen es nicht so häufig, ganz, ganz selten, dass wir mal schauen, aber weil wir uns eben mehr auf unser inneres Wissen verlassen möchten und auch sollten. So genau wie ihr. Außer unsere Videos, die sind gut. Ja, wir gucken natürlich schon hin und wieder mal Videos oder so. Es gibt immer ein paar interessante Das Kanäle, schon, wo wir sagen, ja, das klingt schon sehr spannend, was der so erzählt oder sehr interessant. Und aber bei vielen Videos merkt man auch schon nach den ersten 2 Minuten, da denkt man sich, ja, kennt man schon oder die Ansicht kennt man schon oder ist es einfach nur ein neues Kleid, das jemand anderes diesem Wissen verpasst hat. Daher, ja. Oder viele reden eben von Wissen, das sie eben nicht selbst erlebt haben. Eigentlich sind das die Videos, die ich persönlich nicht besonders gerne schaue. Menschen, die irgendwas irgendwo gelesen haben und das in einem Video wiedergeben und ja, das als Wissen präsentieren und das müssen jetzt alle glauben. Also ja, das ist eigentlich, was ich nicht gerne schaue. Ja. Ja, eben. Es gibt ja auch Menschen, die haben ein Wissen erhalten, zum Beispiel durch Bücher und bauen daraus eine neue Lehre, ne, als Beispiel. Und haben aber selbst gar keine Erfahrung gemacht. Das ist der Punkt. Also ich habe auch schon Leute kennengelernt, die haben Workshops gegeben über Astralreisen und haben noch nie eine Astralreise erlebt gehabt. Noch nie. Aber er hat Workshops angeboten. Also sowas zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen. Und darum, alle, die uns auch immer anschreiben und kontaktieren, immer sagen, woher wisst ihr das alles? Woher wisst ihr, dass das stimmt und so? Wir können das, was wir wahrnehmen, nicht 100%ig beweisen. Wir können nur Indizien aufzeigen. Beweisen kann man es nur sich selbst. Und wenn wir dann sagen, lerne die Dissoziation zum Beispiel, erlerne sie und du wirst sehen, was hinter den Kulissen der Matrix so passiert. Und das siehst du in der Dissoziation. Und egal wer den Mut hatte und sich sagte, ja, ich lerne das jetzt, ich will sehen, ob es wirklich so ist, wie Shiva und Jonathan das sagen, ja, und setzen sich hin und dissoziieren, dass dann in dem Moment plötzlich die gleichen Wahrnehmungen auftauchen. Ja, das war unser Video. Woher haben Shiva und Jonathan ihr Wissen? Es ist natürlich, erfordert viel Training. Es ist nicht so, dass uns das jetzt in die Wiege gelegt wurde. Also klar wurde es uns allen in die Wiege gelegt. Wir haben es nur leider alle wieder vergessen. Mussten es also alles trainieren. Und genau das wenden wir an und berichten euch von dem, was wir selbst erfahren haben. Richtig. Und das, was wir selbst erfahren haben, ist eben das, was wir gesehen haben. Was wir mit unseren Zirbeldrüse oder inneren Auge gesehen haben, mithilfe der Dissoziation oder hypnagoge Zustände. Und das ist unsere Wissensquelle. Und das ist für uns auch die absolute Wissensquelle. Wir stellen keine Zeitung, keine Bücher, keine Videos über diese Wissensquelle. Die werden dem untergeordnet. Und das macht eben den Unterschied, denke ich mal, zu vielen anderen aus, die sich auch mit Spiritualität beschäftigen. Weil viele Menschen sind ja darauf irgendwie immer aus, ganz viel Wissen zu sammeln.
1000 Bücher lesen, 1000 Videos gucken, 1000 Workshops besuchen, sowas halt. Ne? Und das ist eben das Wissen von außen sammeln. Wir sammeln unser Wissen halt von innen. Und das ist uns halt wichtig. Dauert länger, ist aber, ist aber so. Ja, natürlich kriegen wir auch viele Sachen so mit. Klar, durch die Leute, die uns anschreiben, die sagen, ja, ich habe das gesehen, dieses gesehen, was hältst du davon? Oder so, oder was sagst du zu diesem Video und so. Wir sind also nicht ganz außen vor. Nee, also nicht ganz aus der Welt. Ne? Nicht ganz aus der Welt, wir leben schon mal hier. Okay. Naja, für diejenigen, die es interessiert hat, war das Video gedacht, woher haben Shiva und Jonathan ihr Wissen? Und wir haben oft auch einfach die gleichen Erfahrungen. Also sie sind jetzt nicht abgesprochen. Jeder macht für sich seine Erfahrungen oder Erkenntnisse, was er sieht. Und dann tauschen wir uns aus. Ja. Also sogar wir haben die gleichen Erfahrungen gemacht, unabhängig voneinander, schon bevor wir uns kannten. Also kannst du das auch. Und wenn du Lust hast, schreib in den Kommentaren deine Erfahrung zu Dissoziation, wie du dein Wissen sammelst oder was für dich deine Technik ist. Ja, das wäre cool. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao.